Hallo, 2D Weihnachtsbaum-Deko. Wie lädt man uns zusammen? Also, als erstes, schaut auf die GitHub-Seite, stehen alle Details auch nochmal da, plus die ganzen Dateien, die ihr benötigt, Bauteile und so weiter. Als erstes werden wir auf der Platine den Schalter bestücken. Der Schalter sitzt unten im Eck, das ist der kleine Schalter, SMD-Schalter, Mikroschalter. Der wird da so eingesetzt, jetzt sehen wir den da, mit einer kleinen Pinzette beschwert und dann werden alle Pins der Reihe nach verlötet. Die Platine selber habe ich auch mit einem Stück Kupferdraht beschwert, damit sie schön flach auf dem Tisch aufliegt. Das Ganze soll jetzt wirklich flach innerhalb der Platine liegen. Als nächstes bestücken wir den kleinen Kondensator und dann auf eine Art Stütze, kommt er in die kleine Pocket hinein, so werden auch die meisten anderen Bauteile danach verlötet werden. Wir benutzen wieder die Pinzette zum Fixieren. Da sehen wir jetzt das ganze Ding, was da so seitlich zugemacht werden, auf die beiden Castellated Holes. Das Ganze hat jetzt nicht so ganz gut funktioniert, wie das eigentlich sein sollte. Oh, das war schön. Passt. So sollte es eigentlich ausschauen. Als nächstes kommt der 10K Pull-Up-Widerstand. Der gehört da oben ins Eck hinein. Das ist beschriftet mit 1003. Das ist der R6. Der kommt da oben so zu wie. Wird wieder angelötet. Auf beiden Seiten. Ja, das hat gut funktioniert. Das widersetzt sich ein bisschen. Jetzt das Wichtigste. Der AT Tiny, der 25er. Hier ist das viereckige. Hier ist das Loch, die können wieder so ausgerichtet. Leider ist das Bauteil ein bisschen zu breit geworden oder das Loch zu klein, deswegen werden wir die Füßchen abtrimmen. Mit der Modellbauschere richtig eng zugeknipst. Beide Reihen müssen komplett weg, komplett weg. Ja. Und jetzt fällt es richtig schön hinein. Das Bauteil genau gleich dick wie die Platine. Also wieder mit der Pinzette etwas fixieren und runterlöten. Es ist ein bisschen widerspenstig, dass das Lot da runterfließt. Feine Lötspitze, dünnes Lot, viel Flussmittel, dann geht das. Da alles schön durchlöten. Jetzt haben wir den Widerstand, den IC-Kondensator und den Schalter drauf. Jetzt nehmen wir im ISP-Programmer da das Programm drauf. Zuerst die Fuses, dann das Programm brennen. Auf der GitHub-Seite bitte nachschauen, 1 MHz und so weiter. Als nächstes die 5 Widerstände. In diesem Fall brauchen wir 75 Ohm. Das hängt dann von der Auswahl der LEDs ab. Jetzt das gleiche Spiel wieder mit der Pinzette fixieren und dann da wieder hinein verlöten. Das Ganze machen wir jetzt dann für alle 5 von diesen Widerständen. Jetzt zeige ich da mal 2 Stück davon. Ein bisschen widerspenstig, wie man die da aufgeteilt hat, da drinnen, die kleinen. Möglichst den Lötkolben hoch anstellen, das hilft dabei. Und wirklich ganz feine Spitze, ganz feines Lötzinn. Dann haut es hin. Ja. So, als nächstes die LEDs. Es empfiehlt sich da immer gerade so 5 Lose oder so zu machen. Ausrichtung davon, ganz wichtig, da ist so ein kleiner Pfeilchen drauf und auf der Platine jeweils ein Strich. Das gilt für diese LEDs, die auch in der GitHub BOM drinnen sind. Bitte nicht allgemein so sehen, es gibt da leider Unterschiede zwischen den Herstellern. Also immer nachschauen, wie ihr das braucht, sonst funktioniert das Ganze nicht. Okay, jetzt mal die ersten paar drinnen haben, Funktionstest. Dazu nehmen wir uns 4 Volt, fahren mal drauf und sehen, es leuchtet. Wunderbar. Das ist gut. Die obersten leuchten schon mal. Sie leuchten. Ja. Kann ich ein bisschen besser sagen? Ja, so. Wenn alle drauf sind, schaut es natürlich dann auch gleich mal schön aus. Jo. Das Muster ist am Anfang zufallsgeneratormäßig und danach kommt nochmal so ein kleiner Scheibenwischer, der mal drüber fährt, um zu zeigen, dass man wirklich alle einzeln adressieren könnte. Jetzt müssen wir alles putzen. Wichtig, damit das Flussmittel wird uns nämlich kleine Brücken machen oder leichte Übergangswiderstände und dieses Charlie Plexing ist da ziemlich empfindlich auf sowas. Und mit dem wird danach so immer so Ghosting, also so andere LEDs auch anzeigen. Druckluft, alles wieder ein bisschen runterblasen, dass es ein bisschen sauber ist. Und jetzt, ja, kein Flussmittel, ist alles richtig schön. Genau geschaut. Ja, Dioden, Widerstände, alles ohne Flussmittelreste. Dann sehen wir mal. Die Platine ist 1,6 mm dick, 1,5
1,6, ja. Und nur so funktioniert das ganze Spiel auch. Also wenn ihr da die Platine kauft oder bestellt, 1,6, nicht die 1,2 oder sowas nehmen, geht sich mit den Bauteilchen nicht aus. Das hier ist Plus und Minus ist oben in die Ecken drinnen. Da müsst ihr unbedingt drauf aufpassen, wenn ihr nachher Batterien reinlegt. Platine haben wir das Plus oben drauf. Um die Batterien zu befestigen, nehmen wir so ein feines Drähtchen aus einer Lite raus, das Ende halbieren und das Ganze zusammenfalten. Da machen wir so ein Plus hinein, mit einem kleinen Lötklecks fixieren, gegenüberliegend in so ein Befestigungsloch hineinfädeln, umdrehen, leicht anziehen davon, wirklich nur leicht, Drähtchen reißt schnell ab, wieder mit einem kleinen Tropfen Lötzinn fixieren, mit der Pinzette kurz hin und her gewackelt, dann reißt er sofort ab. Wiederholen, wieder halbieren, fein das Ende zusammendrücken, jetzt in den anderen Pol hinein, wieder anlöten, da machen wir es ein bisschen schöner, jetzt fächern wir es auf, gehen wir links und rechts in das Loch hinein, das Ganze wieder anziehen, mit einem kleinen Klecks Lötzinn fixieren und Überklindenrest entfernen auf beiden Seiten. Jetzt soll man da so ein kleines Spinnennetz haben. Die Batterien jetzt richtig herum hineingehen, sodass der Pluspol zur Mitte zeigt dann am Ende. Und so sollte das jetzt ungefähr ausschauen. Wenn man jetzt unten einschaltet und drauf drückt, dann gehen die LEDs an. Um das sicherzustellen, ein kleines Stück Laserband oben drüber, über die freien Kabel und schon ist der Kontakt sichergestellt. Das bei beiden Batterien natürlich machen. Und wenn man jetzt einschaltet, tada! Die LEDs leuchten. Das ist wirklich komplett eben 2D. Alle Bauteile befinden sich in derselben Zeitebene. Hier ist der Scheibenwischer-Effekt zu sehen. Ja, komplett flach, 2D, Christmasbäumchen. Kann ich jetzt oben irgendwo aufhängen, hinstellen, wie man es mag. Oder einfach nur anschauen, andere Programme dadurch schreiben. Auf GitHub findet ihr mal ein Startprogramm, das genau das macht, was ihr in dem Video seht. Geht alles weitere. Bedenkt nur der ATtiny 25, den ich da jetzt verwendet habe, der ist sehr klein vom Bearbeitungsspeicher her. Nehmt lieber vielleicht einen 45er oder sogar einen 85er. Das war's soweit. Ich wünsche euch noch eine frohe Weihnachtszeit. Bis später.